Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem Thema Inventory Bag. Hat sich jemand gewünscht als Thema. Und es gibt ein paar Sachen, die man hier als Tipp geben kann. Also es ist jetzt nicht wirklich etwas sehr Technisches, aber einfach mal grundsätzlich, wie es funktioniert und wie ich ihn nutze und was meine Empfehlung so für euch ist, falls ihr damit noch Schwierigkeiten habt oder da noch am Anfang seid und euer Inventory vielleicht auch nicht so weit ausgebaut habt. Genau, also ihr seht gerade ein komplett freigeschaltetes Inventory. Das ist quasi die maximale Größe, die ein Inventory momentan haben kann. Die wird sich bald verändern. Bald wird das Inventory nochmal um 18 Plätze erhöht im neuen Update, das sehr bald kommen wird. Und damit wird es noch ein bisschen größer. Und umso wichtiger ist der Inventory Bag, weil, das sieht man jetzt bei mir nicht so gut. Ich kann es euch mal so demonstrieren, weil ich aktiviere jetzt gleich 2 Inventory Bags. Die untersten 48 Plätze, die sind gesperrt. Und zwar immer gesperrt. Hier steht dabei, wird durch Quests, Erfolge oder ein Extra-Bag aus dem Cache-Shop freigeschaltet. Und genau das ist es. Also ihr könnt Inventarplätze durch Quests bekommen. Habe ich ein eigenes Video drüber. Ihr könnt Inventarplätze durch Taste R, allgemein und dann Level erhalten. Da müsst ihr hier auf Abholen klicken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber diese letzten 48 Inventarplätze, die bekommt man nur für ein Inventory Bag bzw. Extra Bag. Kommt darauf an, ob ihr auf Deutsch oder auf Englisch spielt. Ist aber das gleiche quasi. Und ja, den kann man aus dem Cache-Shop bekommen. Man kriegt ihn aber auch von Daily Spielzeitbelohnungen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel 14 mal Inventory Bag einen Tag. Und woher habe ich diese 14 Inventory Bag einen Tag? Also ich kann nicht ausschließen, dass nicht ein oder zwei davon von irgendwelchen Events sind. Ja, aber die meisten davon sind aus Daily Spielzeitbelohnungen. Also den bekommt man auch gratis. Manchmal muss man halt recht lange warten. Also ich habe, glaube ich, mal bei einem Charakter fast einen Monat warten müssen, bis ich mal 2 Stück bekommen habe. Kann mal länger dauern, kann mal schnell gehen. Aber muss man nicht zwingend aus dem Cache-Shop kaufen. Gibt es bei manchen Events und wie gesagt vor allem auch aus den Dailies. Und mit diesen diesen Inventory Bags, weil ich vorm Tower stehe, kann man eben diese Plätze freischalten. Logischerweise ist es jetzt halt aber so, vor allem wenn ihr die Eintagesversion habt, wollt ihr eigentlich immer warten, deswegen habe ich auch gerade gesagt, bis man 2 bekommt. Wollt ihr immer 2 zeitgleich aktivieren, weil 2 sind auch das Maximum, also man kann 0, 1 oder 2 Inventory Bags natürlich benutzen. Und am meisten Sinn macht es halt direkt 2 auf einmal zu benutzen, weil man den Inventory Bag gar nicht aktiv braucht. Man benutzt ihn eigentlich gar nicht aktiv. Also es gibt bestimmt Leute, die ihn aktiv benutzen, aber für normale PvE-Spieler, für normales PvE-Grinden ist der Inventory Bag eigentlich mehr wie eine mobile Lagereinheit, beziehungsweise einfach eine Inventarvergrößerung. Und ihr seht schon an meinem Inventar eigentlich ganz gut, ich habe in meinem Inventory Bag grundsätzlich nur stackbare Items, die ich immer und immer und immer wieder bekomme. Und das ist, glaube ich, der hauptsächliche oder der größte Nutzen von so einem Inventory Bag, dass man halt wirklich diese 48 Inventarplätze nutzt und sein Inventar damit permanent um 48 Plätze erweitert, nämlich auch wenn der Inventory Bag abgelaufen ist. Und wie das jetzt funktioniert und so weiter und so fort, das zeige ich euch jetzt. Und da gibt es eben noch 2, 3 Hinweise, was man besser wissen sollte, bevor man seine Inventory Bags vielleicht zu schnell aktiviert, weil dann bereut man es vielleicht. Also ich persönlich bin halt sehr Free-to-Play gestrickt, sehr Free-to-Play-lastig. Ich habe zum Beispiel solche Sachen im Inventory Bag, die man auch wirklich jeden Tag bekommt, also jetzt nicht nur immer wieder bekommt, sondern auch wirklich täglich. Zum Beispiel die Pillen. Ja, auch die Grey Pill, Yellow Pill, Blue Pill zugegebenermaßen, das kann man auch weglassen. Die meisten haben wahrscheinlich nur Red oder Gold Pill oder Gold Pill, vielleicht noch Blue, aber Grey und Yellow nicht im Inventar. Also ich bin da so gestrickt, ich habe alles drin, was ich jeden Tag bekomme, außer Feuerwerk. Feuerwerk ist komplett nutzlos, das habe ich tatsächlich nicht drinnen. Da mache ich mir tatsächlich die Mühe und schmeiße es dann immer wieder weg. Also hier sieht man, es hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. Das schmeiße ich dann immer mal wieder weg. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, der größte Nutzen vom Inventory Bag ist, dass ich hier Items reinballern kann, die ich tagtäglich bekomme. Und das können eben Drops sein, aber auch Daily Spielzeitbelohnungen. Oder halt, was auch ganz häufig ist natürlich Battle Pass, beziehungsweise einfach generell sehengebundene Power-Ups, die man aus Events, Battle Pass, Dailies, whatever, überall bekommt. Und die in der Regel auch alle miteinander stacken. Gibt natürlich Ausnahmen davon, keine Frage. Und warum stackbare Items? Das ist richtig cool am Inventory Bag und das ist die Hauptfunktionsweise davon eigentlich. Und deswegen braucht man ihn auch nicht aktiv zu haben, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Denn wenn ihr stackbare Items in euren Inventory Bag ballert, egal ob Drops oder andere Items, wenn euch die Items jemand tradet oder wenn ihr sie irgendwoher bekommt und das Item ist das gleiche Item und kommt auf den gleichen Stack, dann stackt dieses Item auch
in den abgelaufenen Inventory Bag. Zum Beispiel, hier ganz unten habe ich jetzt Lightning-Karten. Ich handle jetzt mal mit meinem Knight hier und gebe mir jetzt mal, jetzt muss ich selber kurz gucken, hier 2 Lightning-Karten. Mein Inventory Bag, wie ihr sehen könnt, ist ja aber abgelaufen. Ich trade mir diese beiden Karten und jetzt achten wir hier drauf, 66 und 15. Ich klicke auf Annehmen und jetzt sind es 67 und 16. Und es funktioniert, wenn mir jemand Items tradet oder ich sie aus irgendeiner anderen Quelle bekomme. Es muss natürlich das gleiche Item sein. Das ist keine Frage. Funktioniert aber bei jedem stackbaren Item genau so, wenn das Item exakt das gleiche Item ist. Und das ist halt extrem geil, weil das heißt, wenn ich dann nur stackbare Sachen reinballer, die ich auch wirklich häufig nutze, häufig brauche und häufig bekomme, dann ist mir egal, dass der Inventory Bag nach 24 Stunden wieder abgelaufen ist. Deswegen habe ich hier auch 14 Stück und muss die nie benutzen, weil ich sie nicht brauche. Weil ich die Items einmal reinpacke und wenn ich sie dann nicht verbrauche, dann sind sie für immer hier drin quasi. Und das Einzige, was sie jetzt mal geändert haben, was ganz wichtig ist zu wissen, und das ist schon ein Nachteil davon, dass der Inventory Bag nicht aktiv ist, ich kann die Items nicht tauschen. Das ging tatsächlich mal. Solange ein Item hier drin war, konnte man mal Items tauschen, ist es aber irrelevant, weil es jetzt nicht mehr funktioniert. Also wenn jetzt der Inventory Bag abläuft, kann ich die Items zwischendrin nicht mehr hin und her schieben. Also ich kann in einem abgelaufenen Invi-Bag an der Reihenfolge der Items und so weiter nichts mehr ändern. Und ich kann auch nicht mehr, das ging auch tatsächlich mal, das geht jetzt auch nicht mehr, ich kann auch keine Items tauschen. Das ging tatsächlich auch mal, es war viel zu gut eigentlich, deswegen haben sie es auch geändert, weil der Inventory Bag, der war so nutzlos, dass man überhaupt nicht kaufen musste eigentlich. Man musste ihn nur wirklich einmal aktivieren. Und zwar kann ich jetzt keine Items aus dem Inventory Bag tauschen mit Items, die im Inventory Bag sind. Also ich kann jetzt nicht meine Red Pill und Gold Pill tauschen, dass ich sage, okay, den Platz habe ich jetzt verloren, weil ich einen Fehler gemacht habe oder so. Kann passieren, ist ärgerlich, aber auch kein Weltuntergang, wenn man mal einen Platz verkackt, ist ja nicht so schlimm, dann wartet man einfach auf die nächsten Inventory Bags und dann haut man es wieder rein. Aber ich kann es jetzt nicht tauschen. Das ging mal leider, haben sie mir irgendwann einfach so geändert. Aber das ist eigentlich der einzige Nachteil, wenn der Inventory Bag abgelaufen ist. Ansonsten, wie gesagt, bei stackbaren Items funktioniert es immer. Heißt es natürlich nicht, wenn ihr jetzt nicht so seid wie ich, ihr habt nicht alle Karten im Inventar, ihr hebt nicht alle Pillen aus den Dailies auf, ihr hebt nicht das ganze Food aus den Dailies auf. Kann ich absolut verstehen, wenn man das nicht macht. Jeder ist da ja anders, was Inventarordnung und so angeht. Also ich weiß, manche Leute haben komplett andere Inventories wie ich. Also es muss jeder machen, wie er will. Da will ich euch gar nichts vorschreiben. Das ist halt lediglich mein Hinweis, mein Tipp. So funktioniert es halt für mich sehr gut. Deswegen kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ob ihr das dann auch so macht, ist wie gesagt eure Sache. Aber eine wichtige Sache wäre noch, dass man weiß, dass man, wenn man nicht stackbare Items hier reinpackt, man sich durchaus auch einen Gefallen tun kann. Also beispielsweise wäre da zum Beispiel das CS-Pad, wäre ein gutes Beispiel dafür. Ein CS-Pad ist ein Item, das hat man immer im Inventar, tradet man selten raus. Es ist zwar nicht stackbar, aber das kann ich mir auch in den Inventory-Bag packen, zum Beispiel hier ganz unten rechts, und dann kann ich es einfach vergessen. Weil ich aktiviere und deaktiviere das CS-Pad zwar, aber das wird dadurch nicht in der Position im Inventar verändert. Das heißt, es bleibt einfach immer da unten drin und ist damit auch im Inventory-Bag aufgeräumt und verbraucht keinen Inventarplatz. Grundsätzlich ist es aber so, meiner Erfahrung nach, Items, die nicht stackbar sind, das ist häufig Equipment. Also zum Beispiel hat man jetzt ein Equipment für einen Tank-Character und zeitgleich ein Damage-Equipment, vielleicht sogar ein PvP-Equipment. Das in den Inventory-Bag zu packen, ist nicht besonders klug, genauso wie das Fluggerät, Kollektor oder andere Sachen, die man tatsächlich ausrüstet. Weil, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Fluggerät ausrüste, das verschwindet aus dem Inventar. Das heißt, wenn es jetzt hier unten rechts gewesen wäre, wäre es jetzt draußen aus dem Inventory-Bag. Dann gehe ich wieder runter. Ja, und wo landet es dann? Dann landet es hier oben. Dann habe ich den Inventory-Platz verloren. Deswegen ist es eigentlich sicherer, man nimmt stackbare Items und merkt sich halt auch immer, deswegen verbrauche ich nie alle meine Power-Ups oder so. Ich lasse immer eins übrig. Und warum lasse ich immer eins übrig? Dass der Platz im Inventory-Bag nicht verloren geht und das Item halt einfach noch an seiner Position ist, wo es hingehört. Und ich meine, ich habe jetzt in dem Fall hier zum Beispiel 286 Upcut Stones. Dann benutze ich halt nur 285 und lasse halt einen übrig. Wow, ist auch kein Weltuntergang, ne? Aber vom Prinzip her versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Dass man hier halt aufpassen muss. Man kann nicht stackbare Items auch verstauen, aber man muss halt aufpassen, dass man keine Items nimmt, die man halt ständig benutzt, weil die verschwinden dann halt jedes Mal aus dem Inventory-Bag.
Und wenn der Inventory Bag dann halt abgelaufen ist, sind sie halt draußen und du kannst sie nicht zurück reintun und bräuchtest dann einen neuen Inventory Bag. Deswegen macht das halt, wie gesagt, nur begrenzt Sinn. CS-Pad ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt so pauschal einfällt, was man immer reinpacken könnte. Blinkwings könnte man natürlich noch reinpacken, keine Frage. Auch immer aufpassen, dass man sie nicht auf 0 verbraucht, sondern immer eins übrig lässt und dann neue kauft oder so. Ja, aber nicht stackbare Items. Meine persönliche Empfehlung ist es nicht. Und das war eigentlich alles zur Funktionsweise vom Inventory Bag. Alles, was ich mir so aufgeschrieben habe, alles, was ich mir so gemerkt habe. Ich habe jetzt 2 Inventory Bags aktiviert, habt ihr gerade gesehen. Damit habe ich jetzt meinen Inventarplatz zweimal um 24 vergrößert. Und jetzt kann ich meine goldenen Pillen wieder dahin zurücktun, wo sie hingehören. Und ja, wenn man ein bisschen aufpasst und sich immer merkt, halt nie alles auf 0 verbrauchen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel, ich will zum Beispiel mein Lightning Card 4% verkaufen. Gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich will zum Beispiel mein Lightning Card 3% verkaufen. Auch da muss man dann in Anführungszeichen in den sauren Apfel beißen und jetzt nicht 67 wegtraden, sondern halt nur 66. Dann bleibt das Item hier drinnen und ja, ist immer ein bisschen blöd natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel dringend Geld bräuchte. Wobei gut, so dringend brauche ich glaube ich nie Geld, dass es jetzt auf eine Lightning 4 einen Unterschied machen würde. Aber ja, das muss man sich halt einfach nur im Hinterkopf behalten, das ist echt das Wichtigste. Aber Inventory Bags super wichtig, super cool. Auch wenn ihr noch nicht das maximale Inventar freigeschaltet habt, ist es auf jeden Fall ein cooles Feature. Das funktioniert natürlich genauso, wenn ihr das maximale Inventar nicht freigeschaltet habt. Lediglich sind halt dann unter euren Inventory Bags, also wenn ich zum Beispiel die unterste Reihe nicht freigeschaltet hätte, dann wäre es halt so, dann würden meine beiden Invi-Bags bis hierhin gehen und die unterste Reihe wäre weiterhin gesperrt. Weil ich halt noch nicht das nötige Level erreicht habe oder halt noch nicht alle Inventory-Slot-Quests erledigt habe. Funktioniert dann aber natürlich genauso. Meine Empfehlung ist halt natürlich, wenn es geht, dass man erstmal das komplette Inventory freischaltet und sich dann um seinen Inventory Bag kümmert. Aber auch das kann natürlich jeder machen, wie er will. Nicht jeder hat Bock, alle Quests zu machen. Kann man auch nachvollziehen. Kann auch jeder machen, wie er es mag. Wenn ihr weitere Tipps habt, die ich noch vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Wenn ihr andere Videos braucht, Hilfe, Tipps, Tricks zu irgendwelchen anderen Sachen, auch das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da auch gerne ein Video drüber. Und ja, das waren alle Infos zum Inventory Bag in Flyft Universe. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.